Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich was richtig Cooles mit euch machen. Ihr habt bestimmt schon mal von der Chain Pull Methode gehört. Dazu brauchen wir heute diese Schätze. Ich habe mir überlegt, ich möchte eine schwarze Base machen und dann vielleicht Feuerblumen mit euch zaubern in den Farben Rot, Gelb und Orange. Wir werden versuchen, so das Symbol zu halten. Wir nehmen Weiß für ein paar kleine Akzente. Und nun zeige ich euch Schritt für Schritt, wie wir das machen. Okay, dann können wir eigentlich schon loslegen. Also, wir möchten eine schwarze Base haben, dass nachher die knalligen Farben richtig schön zur Geltung kommen. Je mehr Zeit ihr euch lasst, euren Hintergrund wirklich schön auszustretchen, umso leichter habt ihr es später, ein glattes und ebenmäßiges Ergebnis zu erzielen. So, ihr seht nun hier ganz kleine Luftbläschen. Als kleinen Tipp könnt ihr hier ganz kurz den Brenner nehmen, einmal ganz kurz drüber gehen und schon verschwinden diese. Gut, unsere Base ist vorbereitet. Switchen wir nun zum spaßigen Teil des Videos. Also, ich habe hier 3 Ketten in 3 verschiedenen Größen. Überall im Baumarkt erhältlich, online erhältlich. Wir starten mit der mittleren Größe. Ich lege mir die kleine daneben. Und nun, ich habe mir überlegt, ich möchte gerne einen Verlauf von Rot, Orange, und Gelb machen. Für Highlights machen wir ein ganz kleines bisschen Weiß drauf. Ganz vorsichtig. Okay, ihr seht, unsere Ketten tränken jetzt in Farbe. Jetzt ist ein kleines bisschen Fingerfertigkeit gefragt. Ich versuche wirklich, die Kette gut zu bedecken, auch von allen Seiten. Nun starten wir. Okay, ihr müsst hier wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, keine Sorge. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen, auch ich bin keiner. Ihr seht, ich lege sie jetzt in so wellenförmigen Bewegungen auf die Leinwand. Und dann schaut mal, was jetzt passiert. Ganz vorsichtig. Ziehen wir sie nach unten. Und schon haben wir unsere erste Blume kreiert. Ihr könnt euch hier, um es euch ein bisschen leichter zu machen, könnt ihr nach dem Abziehen die Kette kurz in Wasser tunken. Wir möchten natürlich nicht, dass unsere Farben zu sehr vermischen. Einmal kurz sauber machen, kurz abtrocknen. In der Zwischenzeit können wir schon mit der nächsten beginnen. Auch hier wieder, denkt wirklich dran, die Kette gut mit Farbe zu bedecken. Die Farbe ist schon sehr flüssig, aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr die Farben zu flüssig macht, dann tropft ihr euch euer ganzes wunderschönes Bild voll. Also auch hier Orange, schön einbetten in die Kette. Rot darf natürlich auch nicht fehlen, sollen ja schließlich Feuerblumen werden. Und dann können wir schon wieder loslegen.
Ich möchte hier eine etwas kleinere Blume machen. Ganz vorsichtig auflegen. Wellenförmige Bewegungen. Und los geht's. Ja, sehr schön. Seht ihr, wie das zur Geltung kommt, die Farben? Auch hier wieder, ich tränke meine Kette kurz in Wasser. Lass sie kurz trocknen. In der Zwischenzeit können wir schon die nächste vorbereiten. Nun ist ein bisschen Augenmaß gefragt. Wir haben hier heute eine relativ kleine Leinwand. Und wir müssen uns natürlich überlegen, wie unsere Blumen angeordnet sein sollen. Ich glaube, eine große können wir schon noch vertragen. Also Prozess von vorne, Kette in die Farbe. Die ganze Kette gut mit Farbe überdecken. Ihr könnt es auch einpinseln, ich mache es hier mit den Fingern. Ich liebe generell Arbeit mit den eigenen Händen, aber wenn ihr euch damit nicht so leicht tut, nehmt einfach ein Werkzeug, wie es euch beliebt. So. Ich dachte mir, ich möchte vielleicht hier oben noch eine große machen. Also alles von vorne. Ihr seht, meine Farbe ist nicht so flüssig, dass sie tropft. Das macht mir einfach das Auflegen ein bisschen leichter. So. Hier möchten wir eine schöne Große. Selbstverständlich dürfen die Ketten natürlich übereinander liegen. Es gibt auch viele Künstler, die legen ihre Ketten gleichzeitig auf. Dazu könnt ihr euch, das zeige ich euch gleich. So. Dazu könnt ihr euch zum Beispiel hier einen Schlüsselring hinmachen, alle Ketten gleichzeitig durchfädeln und einmal anziehen. Aber ich finde es so schöner. Ich habe einfach das Gefühl, so habe ich mehr Kontrolle darüber, was ich mache, wie meine Blumen angeordnet sind. Aber auch das ist natürlich Geschmackssache. So. Jetzt werden wir noch eine kleine Blüte machen. Wieder von vorne, gleiches Spiel. Wir bedecken unsere ganze Kette schön mit Farbe. Die müsst ihr auch tatsächlich nicht sparen. Umso schöner und kräftiger kommen diese dann auf eurem Bild zum Vorschein. So, gucken wir mal. Ich würde sagen, hier noch eine. Vielleicht ein bisschen eine innere. So. Unten kurz anhalten. Seht euch das an. Ich finde es immer wieder überraschend, mit welch einfachen Utensilien ich meine, so eine Kette hat wahrscheinlich jeder von uns zu Hause, solche Ergebnisse erzielen zu können. Nun ist die Frage, was wird euch besser gefallen? Wir machen hier oben noch eine große oder vielleicht hier unten noch eine kleine oder vielleicht sogar beides. Bei dieser Methode sind euch tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt es wirklich machen, wie es euch liebt, wie es euch gefällt. Nehmt eure Lieblingsfarben, probiert euch aus. Genau das ist es, was ich am Acryl Puring so liebe. Jedes Mal wieder von Bild zu Bild merke ich einfach, wie viele Möglichkeiten es noch gibt. Mit den einfachsten Dingen, Küchenutensilien zum Beispiel. Niemand würde drauf kommen, irgendwie eine Zitronenpresse auf ein Bild zu legen. Aber es werden wirklich tolle Ergebnisse. Werdet ihr auch demnächst noch sehen auf meinem Kanal. Dann zeige ich euch das. Es hat echt unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich denke, der Kreativität sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch wirklich ausprobieren. Und das ist es doch.
Oder? Das ist es doch, was wir alle lieben. Einmal noch Kind sein, einmal die Hände benutzen, Sachen zu schaffen, zu malen, den Kopf auszuschalten. Das ist es doch, was wir alle wollen. So, also ich glaube, ich habe mich entschieden dafür, dass es vielleicht doch ein kleiner Strauß werden soll. Dementsprechend mache ich jetzt hier noch eine kleinere Blüte. Wie vorhin schon erwähnt, habt keine Angst, die Blüten dürfen sich wirklich überlappen, das ist überhaupt kein Problem. Ich warte ganz kurz. Kette wieder ins Wasser. So, gerne noch eine große Blüte oben rechts. Und dann kommen wir auch schon zum Finale. Wie gewohnt, ganze Kette mit Farbe bedecken, nicht sparen. Ihr seht, für diese Technik braucht man sowieso nicht besonders viel Farbe. Wie immer habe ich zu viel genommen. Aber auch das kriegt ihr ganz schnell ins Gefühl. Oder auch nicht. So. Aber ihr seht hier schon ganz schön in der Kamera, wie schön die Kette gefärbt ist. Schöne, windförmige Linien. Keine Sorgen wegen dem Ende hier. Vorsichtig abziehen. Also Leute, was sagen wir? Ich finde es wunderschön, das Ergebnis. Das macht einfach so Spaß. Ich meine Leute, seht euch das an. Es hat so Spaß gemacht. Wir brauchen nichts außer ein paar kleine Ketten. In dem Fall, ich habe heute sogar nur 2 benutzt. Je nachdem, wie groß die Leinwand natürlich ist und wie viel ihr schaffen möchtet, macht ihr mehr oder weniger. Auch da ist es so ein bisschen eine Spielerei und Gefühlssache. Aber ich meine, guckt euch das an, Leute. Es ist einfach unglaublich. Okay, ihr Lieben, das war's mit dem heutigen Video. Chainpool. Ich würde sagen, Chainpool für Anfänger oder für Einsteiger. Natürlich ist diese Technik unfassbar ausbaufähig. Ich werde euch auch in meinen kommenden Videos zeigen, dass man gerade Chainpool mit anderen Techniken kombinieren kann. Ihr könnt euch da wirklich auf tolle Sachen freuen. Und jetzt bedanke ich mich fürs Einschalten und freue mich aufs nächste Mal.